Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Daniel hatte sich an mich gewandt mit einem Problem beim Blockflöte-Spielen, nämlich, dass er gerne gezielt schneller werden würde. Und er hat die Vermutung geäußert, dass es an seinen Fingern liege, beziehungsweise an der Kombination zwischen Fingerbewegung und Zungenstoß. Und er schreibt, dass ich zu langsam bin, das schwant mir schon geraume Zeit. Und ich habe die Vermutung, dass die Finger unmerklich stocken, wenn ich mit der Zunge aber schon weiter bin. Warum Daniels Finger aber schnell genug sind und es trotzdem nicht klappen will und was er daran ändern kann, das erfahrt ihr gleich. Also bleibt dran. Also wie der Titel dieses Videos ja schon verrät, hat Daniels Problemchen mit seiner Artikulation zu tun. Letzte Woche gab es ja schon ein Video, in dem ich euch gezeigt habe, wie ihr durch eine differenziertere Artikulation das Spielen von Fehlern vermeiden könnt. Und heute möchte ich euch mal zeigen, wie viel die Art und Weise der Artikulation, also eures Zungenstoßes beim Blockflöte-Spielen, eine Auswirkung hat auf eure Geschwindigkeit beim Spielen. Also erstmal ist es klar, wir machen bei jedem Ton einen Zungenstoß, also ein Dü oder ein Tü in die Flöte. Es sei denn, da steht jetzt ein Bindebogen, dann ist es natürlich anders, aber in der Regel machen wir jeden Ton, beginnen wir mit einem Zungenstoß. Und das sollte natürlich möglichst im selben Moment passieren, wie die Griffverbindung stattfindet. Das heißt, in dem Moment, wo ihr die Finger bewegt, um einen neuen Ton zu spielen, findet auch der Zungenstoß statt. Wenn das nicht so ist, dann bekommt man so ein unschönes Klappern. Das klingt also irgendwie unsauber und ja, nicht so schön, weil dann der Zungenanstoß nicht gleichzeitig mit der Bewegung der Finger stattfindet. Jetzt kann es natürlich sein, dass eure Finger schneller sind in der Bewegung, fitter sind als eure Zunge, als euer Zungenstoß. Oder umgekehrt, dass ihr mit der Zunge sehr schnell nacheinander anstoßen könnt, aber mit den Fingern nicht hinterherkommt. Daniel, der hatte dazu geschrieben in einer Tonleiterpassage aus dem Allegretto der Sonatina Nummer 2 in C-Dur von James Hook. Und er schreibt mir dazu, er hat das Stück schon 1000-mal gespielt, er kennt die Noten und es handelt sich um eine Stelle mit einer einfachen Tonleiter. Und da kann es nicht dran liegen, dass er vom Kopf her nicht weiß, welche Töne da kommen. Ich spiele euch die Stelle mal vor, um die es ging. Daniel hat mir das vorgespielt und ich habe mir das angehört und ich übertreibe jetzt mal total, wie es jetzt tendenziell gelaufen ist. Also so schlimm hat jetzt Daniel absolut nicht gespielt. Es war nur eine leichte Nuance, aber ich spiele es euch mal übertrieben vor, was passiert ist. So, ihr konntet jetzt hören, dass in diesem letzten Stück, in dieser Tonleiter da von hohen C zum tiefen C runter, was schief ging in der Koordination zwischen Zunge und Fingern. Aber es lag gar nicht daran, dass Daniels Zunge prinzipiell zu langsam ist, sondern wenn man genau hinhörte, konnte man hören, dass das alles in dieser ganzen Tonleiter mit ein und derselben Artikulation artikuliert war. Also in dem Fall hat Daniel überall Dü, 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 Dü gespielt. Und natürlich ist es so, wenn wir keine großen Sprünge drin haben und es geht so diatonisch in Schritten, dann kann man weich artikulieren. Aber wenn ihr das sehr schnell spielen wollt und wenn ihr es auch noch ein bisschen barock gestalten wollt, ist es noch schöner, wenn ihr all diese schnellen Noten als kleine Pärchen denkt. Also, dass ihr nicht artikuliert, dü, 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 dü. Es wird sehr ermüdend, sondern
Tü, 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 tü. Oder dere, 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 de. Oder tiri, 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 ti. Und dann haben wir mal ausprobiert, wie es wäre, wenn Daniel zwar diese Tonleiter darunter immer noch insgesamt weich spielt, weil es ja keine großen Sprünge da gibt, die man sehr akzentuieren will mit lauter Tüs, aber dass er trotzdem innerhalb seiner Artikulation etwas differenzieren kann. Und dann haben wir mal ausprobiert, diese Stelle zum Beispiel mit Tüdü, 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 Tüdü zu spielen, also einem relativ weichen T und einem D. Das ist vielleicht ungewohnt für manche von euch, wenn ihr vielleicht normalerweise alles mit Dü, Dü, Dü spielt oder Tü, 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 alle Noten auf die gleiche Weise. Aber es lohnt sich absolut, das mal auszuprobieren, denn die Musik klingt dadurch viel abwechslungsreicher, viel plastischer und vor allem, und darum ging es uns ja heute, kann die Zunge dadurch schneller werden. Denn wenn ihr alles mit der ein und selben Zungenbewegung macht, mit derselben Härte des Zungenstoßes, dann ermüdet eure Zunge viel schneller. Und das war eben auch bei Daniel passiert. Er hat versucht, sehr schnell mit ein und demselben Zungenstoß anzustoßen und da kommt man eben an seine Grenzen. Und dann haben wir mal verschiedene Arten ausprobiert des Zungenstoßes. Er hat das auch mal auf dem Trockenen gemacht, ohne die genauen Töne. Und dann wird die Zunge auf Dauer auf jeden Fall schneller. Ihr könntet auch erstmal gemäßigt anfangen sozusagen, indem ihr diese kleine Tonleiter darunter einfach mal in 2 Gruppen denkt. Es sind ja auch 2 Vierergruppen von Sechzehnteln. Und wenn ihr einfach mal hingeht und probiert, die ersten 4 zusammenzufassen, indem sie mit einem T beginnen und die nächsten 4 zusammenzufassen, dann habt ihr schon mal einen kleinen Unterschied in der Tonleiter. Also dann habt ihr nicht dü 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 dü, sondern tü dü 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 tü dü 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 dü. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht über Johann Joachim Quanz, den Flötenlehrer von Friedrich dem Großen. Und der schreibt zum Beispiel in seiner Flötenschule das Diddle vor, also die Artikulation Diddle. Und das habe ich mit Daniel auch mal ausprobiert, dass er eben nicht anstößt dü 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 dü, sondern diddle 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 di. Und das funktioniert noch besser, wenn man sehr schnell spielt. Das muss aber nicht gleich sein. Ihr könnt auch mal ausprobieren, Tele, Tele, Tele zu denken. Also tatsächlich ein T und ein L. Tele, 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 Tele. Und ja, vielleicht will eure Zunge das gar nicht mitmachen, aber probiert es einfach mal aus. Vielleicht klang das jetzt gar nicht so anders für euch. Ihr seid natürlich gewohnt von mir, dass ich schon unterschiedlich artikuliere. Wenn ihr mal genau hinhört bei euch selbst, guckt doch mal, was ihr macht mit der Zunge. Schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal ausprobiert habt mit verschiedenen Artikulationen oder ob ihr da standardmäßig immer das Gleiche macht. Ja, wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und falls ihr richtig tief einsteigen wollt in die Basics des Blockflötenspiels, also Artikulation zum Beispiel, aber auch eine richtig gute Atemtechnik oder eine gute Koordination der Finger, dann empfehle ich euch meinen Video-Online-Kurs Blockflöte Next Level. Alle Info darüber und auch über meinen kostenlosen Newsletter, den ihr abonnieren könnt, findet ihr unten in dem Infokasten. Wenn ihr auf mehr ... klickt, dann seht ihr alle Info. Ich bedanke mich für heute fürs Zuhören und hoffe, ihr seid beim 3. Video über die Artikulation demnächst auch dabei, denn wir hatten ja letzte Woche das Video, wie ihr Fehler vermeiden könnt durch eine gute Artikulation. Heute ging es darum, wie ihr schneller spielen könnt, wenn ihr differenziert artikuliert. Und im nächsten Artikulationsvideo möchte ich euch dann noch zeigen, wie ihr viel eleganter und stilsicherer spielen könnt, abhängig von eurer Artikulation. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.